Yeah, Coco. First of all, you guys are a little bit short. A couple of guys missing. I think you guys have to step up a little bit. Yeah, I mean, you nailed it right on the head right there. We are missing, a lot of guys, but we got to find a way to come up with a huge win tonight. It's been a grind and a battle lately. We've been a lot of guys have been putting in a lot of energy and a lot of work and playing out of our comfort zone because of the bodies that we're missing. But we still got to find ways to get points and find ways to win games. And we're getting closer. We're getting some guys back. Some guys back tonight, some guys back next game, hopefully. And after that, hopefully a few more. And but we've got 2 games here at home that we need to take a lot of pride in and find a way to get wins. Also es ist natürlich so, es sind so viele Verletzte, Gott sei Dank kommen vielleicht ein paar jetzt in den nächsten Spielen auch wieder zurück, aber es ist einfach so, alle müssen ein bisschen mehr mithelfen, alle müssen ein bisschen einen Schritt nach vorne machen, noch ein bisschen härter arbeiten und das hat er gesagt, das haben wir ja auch letzter Zeit gemacht, das geht aber auch an die Substanz und jetzt sind es 2 wichtige Spiele zu Hause und die will man eben so gestalten und man will da kämpferisch sein. Let's talk about you as a person. First of all, you have a twin brother. Are you guys identical twins? We are identical twins, yes. But if you see us nowadays, he is probably double the size of me. We grew up playing hockey together. He was a goalie, I was a player. I think it's been, 6, 7 years now he stopped playing. And I kept going. And obviously when you stop playing, you start to fill out a little more. And he's at home eating a lot of the Italian food and enjoying life back home. So he's a big supporter of me, one of my best friends, and talk to him on a daily basis. And hopefully he can make it out here one day. Also sein Zwillingsbruder, identischer Zwillingsbruder, die sehen also gleich aus oder sahen früher gleich aus, nur wenn du ihn heute siehst, sagt er, der hat vielleicht ist doppelt so breit wie ich, weil er hat nämlich aufgehört Eishockey zu spielen, die haben zusammen Eishockey gespielt und jetzt sehen sie ziemlich anders aus. Er hat vor 7, 8 Jahren aufgehört und entsprechend, wenn man dann das italienische Essen zu Hause dann eben isst und so weiter und nicht mehr Sport treibt, dann ist man ein bisschen vielleicht dicker als er. But you guys, he's not a D-man, he's a goalie, yeah. So you guys played each other in a game, in a final, is that true? In our OHL finals one year, I was with Erie and he was with Barrie, and we met in the finals. I hate to say this, but I was the one that won. So I got the upper hand on him. But if there's one thing he's got the upper hand on me is I've played him maybe a dozen times in my career and I never scored on him. So. Er hat jetzt so vielleicht 12 Mal in seinem Leben gegen seinen Bruder gespielt und hat nie ein Tor gegen ihn geschossen. Sein Bruder war in Barrie, er war in Erie und da haben sie das OHL, also von der Ontario Hockey League, das Finale gespielt und dort war es dann so, dass er dann gewonnen. Er sagt, ich hasse es zu sagen, aber ich hatte die Oberhand, ich habe mit meinem Team gewonnen und er hat verloren, aber dafür hat er nie ein Tor gegen seinen Bruder erzielt. Yeah, and then there's been something else. You have had the first pitch in a baseball game at the Toronto Blue Jays. Yeah. Tell us about that. Early in my career, when I was playing in Toronto, I was a young kid growing up there and playing for the Maple Leafs. And those are some of the good perks that you get, when you're playing on the team that everybody watches in town. You get to do a lot of fun stuff in the city. And I was asked to throw out the first pitch one day at the Blue Jay game. I can't remember who the opponent was. I think it was the Boston Red Sox. And, it was pretty exciting. I threw a strike, too. That's what I wanted to ask. Was it a strike? It was? It was. Right down the pipe. It wasn't 100 miles an hour, but it made it over the plate, and it probably would have been called a strike. Okay. Also er hat mal bei den Toronto Blue Jays, er hat bei den Toronto Maple Leafs Eishockey gespielt und wenn man in so einer Mannschaft spielt, sagt er, dann hat man auch mal Möglichkeiten, woanders irgendwie mal Auftritte zu haben und da hat er den ersten Pitch in einem Spiel, er glaubt, es waren die Boston Red Sox, gegen die sie gespielt haben, da hat er den ersten Wurf gemacht und es war ein Strike, also ein guter Wurf, genau über die Platte hat er gesagt, es wäre ein Strike gewesen, sehr wahrscheinlich und war eine tolle Geschichte für ihn, hat ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht. Last question. You're the DJ tonight. We're going to listen to some music when you guys warm up. What are we going to listen to? I don't know, a little mixture of everything.
I'm really bad when it comes to music. I like listening to all good music, but I'm bad with names and bad with names of songs. So I love classic rock. I love anything in the gym that really gets you pumped up. So hopefully with what I put out there, you guys can enjoy it. Also er liebt Classic Rock und dann auch was, wenn man dann ein bisschen Workout macht, wo man so ein bisschen ja, in das Workout reinkommt, so aufgepumpt wird. Ja, das mag er und das hat er zusammengestellt. Das gibt es dann jetzt gleich beim Warm-up. Have a good game tonight and all the best for you and your family. Thanks, Antti. Appreciate it.